Hello everyone. Today I'd like to introduce the abilities of Legends Limited. Dragon Ball Legends, Reveals and Stuff. Sich halt überhaupt nicht an wie so ein Fest. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. Super Saiyan 4 Goku and Vegeta, our new tag character that is coming as part of Legends Festival 2022. Now, everything I'm about to talk about is still in development, and a lot of it is subject to change, so please check the finalized abilities in-game when this character releases. Without further ado, let's start with the basics. This character is a melee-type fighter, where Goku's element is green and Vegeta's is reverse green. If you're not familiar, reverse green is strong against purple, which is regularly green's weakness, and weak against blue, which is usually green's strength. So it's the overall opposite of green. The character tags are Sun Family, Saiyan, GT, Super Saiyan 4, and Vegeta Clan. Plus, the episode is Shadow Dragon Saga GT. Time for the Z ability. Z ability 3 will increase Tag GT or Tag Saiyan, base strike and blast attack, as well as Tag GT, base strike defense during battle. So, this is the perfect character for your GT party. Okay, let's see how Goku and Vegeta look in action. Starting with Super Saiyan 4 Goku. Looking at the strike arts, Goku has blast armor, so your attack can't be Oh mein Gott, was? Senkt 30 Ki on hit? Interrupted by an enemy blast arts. On top of that, the enemy's ki will decrease by 30 on a strike arts hit, making them extremely powerful. Among this character's held arts cards is a strike arts card with an effect that increases strike damage inflicted. Boah, das ist schon krass, weil der tut auch noch Fernangriffspanzerung. Er hat auch noch Fernangriffspanzerung und bei Switches tut er ja auch Super Deckungswechsel ignorieren. Bei 3 verbleibenden Gegnern aber. This effect is linked to the card itself, so even if a character other than Super Saiyan 4 Goku uses it, they will still receive the increase to strike damage inflicted. Moving on to Blast Arts. The other card held by this character is a Blast Arts card that increases blast damage inflicted. Like the aforementioned strike arts, this effect is linked to the card itself, so even if a character other than Super Saiyan 4 Goku uses it, they will still receive the increase to blast damage inflicted. Here's the special arts. This is a wide range arts that will knock the enemy. Das ist gut. Die grüne Karte ist gut, aber was kann sie? Zieht Schlagangriff, heilt sich um 10% Leben und bekommt 40 Ki und 30% Buff für seine blaue Karte für 10 Zeitreiten. Und tut bis zu 3 Mal Dragon Ball des Gegners um 1 senken. Enemy back on hit. It'll also draw a strike arts card. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, weil bei einem, wie gesagt, Switch out, Switch in, bei 3 verbleibenden Gegnern tun sie Super Deckungswechsel ignorieren. Restore Das ist eine gute grüne auf jeden Fall. And increase special move damage inflicted upon activation. Plus, it'll even reduce the enemy's Dragon Balls by 1 on hit up to a certain number of times. This special arts can also combo into Strike, Blast, and Special Move arts. With both key restoration and combo potential, this special art is a great way to start off an assault. And, while there is a limit to it, the ability to reduce the enemy's Dragon Balls can be very useful if used at the right time. Time for the special... Blaue Karte bei Kakarot. Lass mal angucken. Time for the special move arts. Like the strike arts, this also has blast armor, so there's no need to worry about blast arts interrupting your attack. Plus, on activation, it will boost special move damage inflicted, reduce the enemy's sustained damage cut effects, and nullify their endurance effects. Also die blaue ist auch logischerweise ihr LF, wenn sie den Gegner finishen. Now, let's talk about what makes Goku's special move arts unique. To start,
It'll destroy all of your own cards upon activation. If the number of cards destroyed totals just 1, you'll get plus 15% to special move damage inflicted. And dass er seine Dodge-Leiste auffüllt, je nach zerstörten Karten zusätzlich zu den Buffs, ist gut. your vanishing gauge will be restored by 30%. Vor allem, wenn du einfach Gate 100 If you bekommst, destroy 2 wieder alles cards, zurück. you'll get plus 30% to special move damage inflicted, and your vanishing gauge will be restored by 50%. And if you destroy 3 cards, you'll get plus 45% to special move damage inflicted, and your vanishing gauge will be fully restored. On top of that, when the special arts hits, you'll randomly draw at most 2 new cards when Also das Ding ist ja, wenn du die blaue aktivierst und deine Karten davor halt zerstörst, dann hast du ja keinen auf der Hand, also ziehst du auch you have Karten. 3 or fewer cards. Mit Goku. Even after you've destroyed all of your cards, you'll be back up and running in no time. You might think this card destruction effect makes it a double-edged sword, but the damage you can dish out when 3 cards are destroyed is immense. And Das Ding ist ja, ihr müsst überlegen, bei 3 Karten bekommt ihr zusätzlich 45%. Ja, und das heißt, von normalen blauen Karten-Buff habt ihr den, wie viel waren das? 30%, also ihr habt einfach 75%. Und dann, wenn du es nach einer grünen machst, hat die grüne nochmal blau verstärkt? Ja. Dann habt ihr 105% auf eure blaue Karte gebufft, wenn es so zustande kommt. Und im Prinzip ist das folgendermaßen, das geht schon. Switch in, du hast eine grüne halt, volle Hand, machst die grüne, 3 Karten werden zerstört und dann hast du die ganzen Buffs, was ich gerade gesagt habe. Und dann ziehst du mit Goku noch 2 weitere Karten danach. vanishing gauge will be full time. You might think this card destruction effect makes it a double-edged sword, but the damage you can dish out when 3 cards are destroyed is immense, and that's combined with huge vanishing gauge restoration and card draw. This is an extremely powerful special move arts that can inflict a devastating amount of damage to your opponent while preparing you for the rest of the battle to come. Let's talk about the unique abilities. At the start of battle, or when Goku enters the battlefield via tag switch, an increase to damage inflicted, reduction to damage received, decrease to special move arts cost, increase to critical rate, and an attribute upgrade that reduces the enemy's sustained damage cut effects will all be applied to yourself. Okay, hier steht 30 vorne statt 50 in der Präsentation. Ich glaube, 50 war schon viel. Ich glaube, das wird 30. Das haben die wahrscheinlich falsch hingeschrieben. Alter, er hat immer 90% und dann, wenn Goku drin ist, bekommt er nochmal 50 zugefügter Schaden drauf. Das sind einfach 140%, Mann. 60% Damage Reduction, minus 15 auf die blaue Karte, 30% Crit Rate. Und bei Kampfantritt bekommt er 30 Ki und senkt 30 Ki des Gegners. There are actually 2 separate increases to damage inflicted. One that is a 90% boost and another that is a 50% boost. In other words, you can get up to a 140% boost to damage inflicted. In addition, when Goku enters the battlefield, your ki will be restored while the enemy's ki will be reduced. The unique abilities boosts to damage inflicted and reduction to the enemy's sustained damage cut effects mean you can go all out against your foes right from the get-go. If there is a defeated battle member, then you will also draw a random card if you have 3 or fewer and reduce the enemy's sustained damage Warum nicht? Einfach so. cut effects. Und ist wenn ein Kampfmitglied down ist, gönn noch mal eine Karte einfach. Und Sustain Damage Card And minus if a 20 beim defeated battle Gegner. member is Tag GT or Tag Saiyan, Okay. Ja, okay. Wenn Tag G2 oder Sane down ist, nochmal einfach Heal drauf und nochmal zugefügter Schaden. Okay, die sind gestört broken, die zwei. you will recover health and Und wir gain sind einfach bei der Hälfte, da kommen noch von Vegeta die Sachen. a further boost to damage inflicted. This ability will definitely help you out of a jam. Now for the second unique ability. Oh, der hat Schlagangriffskonter. Blaue Karte kann man ranhängen. Und wenn jedes Mal, wenn Goku Schlag- oder Fernangriff nutzt, bekommt der Gegner Debuffs
Und es zieht die blaue Karte vom Gegner. Krass für 3 Zeiteinheiten. To start off, Goku will knock the enemy back to long range if a cover change is performed against the enemy's strike arts attack. Eskalation für GT. combo this GT Mains crazy, wirklich. GT Mains, die Charaktere sind auf jeden Fall geil. Und 17 stelle ich mir auch als richtig guten Supporter vor. a special move arts. Plus, every time this character uses a strike or blast arts card, it'll inflict all enemies with health restoration down and even seal the enemy's special move arts Ja, temporarily. richtig viele Unique Abilities, This gell? means that using strike and blast arts will limit your opponent's options. Each time you hit with those arts, your key recovery will go up. Was? Es hört nicht auf! Hä, wir hatten doch gerade so eine Fähigkeit, dass sie, wenn sie Schlag- oder Fernangriff treffen, was bekommen. Ach ja, es geht hier weiter einfach. %15% Key Recovery, Cancel. Oh! Was? Was? Wenn der Gegner seine Ultimate Art, Awaken Card oder Rising Rush einsetzt, wenn Goku und Vegeta auf dem Feld sind, dann tut er den Gegner locken für 5 Zeiteinheiten und er kürzt die Zeiteinheiten von allen Verbündeten von deinen um 10. Das heißt, du kannst in irgendeinen anderen reinschmeißen, dass der gesaved ist, aber der Gegner ist dann festgesetzt für 5 Zeiteinheiten nach You dem will Rising cancel Rush. the enemy's attribute upgrades. In addition to all of Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Wenn der 17 irgendwas gegen Rising Rush haben wird, dann wird's when an ehrenlos. enemy activates an ultimate or awakening arts or a rising rush, all enemies will be inflicted with a no switching, while your allies will have their substitution counts reduced by 10. This substitution count reduction is so drastic that in most situations, you should be able to cover change to another character, such as one with an endurance effect or even one with excellent defensive abilities, giving this ability some amazing synergy. LFB-Score lügt das alles nicht. Ja, ich meine, ja, aber ihr macht es euch schon ein bisschen einfach, weil, okay, wir nehmen die Situation, einfach Gohan reinwechseln, überlebt er? Ja, das stimmt. Aber dann ist Gohan festgesetzt für 5 Zeiteinheiten. Also je nachdem, wie die Situation davor war und wie deine Hand ist, wie die Ausgangssituation ist, kannst du halt wieder direkt reinwechseln in vielfachen Goku oder Vegeta und je nachdem, was du hast und Gohan nicht hat, kannst du den halt einfach rausnehmen dann. Also so kleinreden würde ich die Ability nicht. Man muss damit auf jeden Fall aber erstmal umgehen. Das ist nämlich was, so die Combo ist neu. Jetzt einfach, es geht weiter, guck mal. Es geht einfach GG. Talk about the switch ability. Achso. Ich nehme alles zurück, es tut mir leid, ich habe wenig geschlafen, Alter. Ich bin gerade ausgerastet, weil ich hier gelesen habe, Max Switch Gauge und hatte ich nochmal Hoffnung, aber nein. Switch-Charaktere funktionieren also. Wenn die Leiste voll ist, dann können sie wechseln. Also, wenn die voll ist, kannst du Vegeta wechseln, du tust seinen Typen umkehren, ziehst eine Karte bei 3 oder weniger, bekommst 20% Heal, 30 Key, Core Speed geht um ein Level hoch, minus 10 auf Schlag- und Fernangriffkosten und ignorierst genau. Bei 3 Instead of a verbleibenden main Gegnern. ability, tag characters have something called a Super switch der ability Wechsel. that they can use when the switch gauge is full. The first effect is that Goku will tag switch to Vegeta, reversing own element factors. This ability will also draw a random card if you have 3 or fewer, restore own health and key, increase own arts card draw speed, and lower own strike and blast arts. Ja, aber was, wenn ich Ultra Broly habe ich dann nicht einen Vorteil gegen die neuen Chars? Meinst du 6 Typen? 6 Typen nicht, weil Vegeta tut seine Typen umkehren. Und ja,
alles andere ist dann ausgeschlossen nach dieser Ausgangssituation, weil dann Broly festgesetzt ist und halt je nachdem, wie er festgesetzt ist, ob er keinen Dodge mehr hat, dies mehr hat, bla bla, das meine ich. Wenn der Gegner festgesetzt ist ohne Dodge, gehst du einfach mit der blauen zum Beispiel drauf, das meine ich. Klar, dann kann der Gegner noch seine blaue machen dagegen, etc. Ja, na klar, man kann da was dagegen machen. Es ist nicht so, dass man nichts dagegen machen kann, aber die Ausgangssituation von euch würde ich da nicht unterschätzen, darum geht's. Costs. It'll also apply the buff effect, nullifies enemy special actions that activate when changing cover. Oh mein Gott. Die kann man einfach Double Zenkai buffen. Die sind ja grün GT. Wenn du also klar kannst du auch Ding machen, nochmal einen Zenkai Buff drauf und so, aber der Full Power Goku und der Super 17 buffen den ja, Super Saiyan 3 LF Goku auch und so, bla bla bla. To self for a certain number of timer counts if there are 3 enemy battle members remaining. In short, when you tag switch, the enemy's special cover changes will be temporarily nullified, allowing you to attack without restraint. Restore health and ki to turn the tide of battle. Stop your enemy's special cover changes before they can even activate, then unleash intense combos with this powerful ability. Speaking of tag switching, let's move on to Vegeta. Jetzt, es geht einfach weiter, Leute. When it comes to strike arts, Vegeta's also has blast armor, much like... Okay, aber Vegeta tut keine Ki senken mit Schlagangriff, dann gehe ich davon aus, dass es mit Fernangriff macht. Goku's. The held arts cards are also the same, so this character's strike arts card can also increase strike damage inflicted. Moving on. Ja, tatsächlich. To blast arts. This arts will decrease enemy ki on hit. For Goku, it was the strike arts that decreased enemy ki on hit, but Vegeta has that effect on blast arts instead. The held arts card is also the same as Goku's, so Vegeta's blast arts card can also increase blast damage inflicted. For the special arts... So, grüne. Aha! Weil Vegeta ist jetzt ein bisschen anders wie bei Goku. Goku zieht Schlagangriff, Vegeta zieht Fernangriff. Vegeta halt um 10%, Ki 40, ich glaube bei Goku war das genauso. Das ist genauso. Goku tut bis zu 3-mal Dragon Ball des Gegners senken, richtig, so war das. Vegeta tut erhöhen bis zu 3-mal. Die haben fett übertrieben mit dem Charakter. Just like Goku, this is a wide range arts that will knock the enemy back. You'll also draw a blast arts card next. Ab morgens dann auf einmal jeder GT Main. Aber nur die waren es immer eigentlich. Plus, you'll get one Dragon Ball on hit up to a certain number of times. This is the opposite effect of Goku's special arts, which can decrease the enemy's Dragon Balls. Vegeta's special move arts will also destroy your own cards upon activation, but by using the special arts to increase your Dragon Balls while using Goku's to decrease your opponent's Dragon Balls, you can even the playing field and prevent situations where your opponent is the only one using Rising Rushes. Die grüne Karte ist echt gut. Of course, Vegeta's special arts can also combo into Strike, Blast, and special move arts. Blaue Karte. Vegeta. Wer ist am Lord? Ja, gleich. Also der erste Part ist gleich. Same effects as Goku's. Genau. It has blast armor, and upon activation, it boosts special move damage, reduces the enemy's sustained damage cut effects, and nullifies their endurance effects. Just like Goku's, it will also destroy your own cards upon activation to increase special move damage inflicted and restore some of the vanishing gauge depending on how many cards are destroyed. Where it differs from Goku's is that it also randomly destroys 2 enemy cards on hit. Der einzige Unterschied ist, dass Goku bekommt Karten, er zerstört Karten vom Gegner. You may not be able to get your cards back, but this troublesome special move arts can really hinder your opponent's movement. Alles andere ist da trotzdem gestört, nur das ändert sich hier unten. Das ist keine Info zu den Charakteren, das ist eine Dokumentation, ohne Witze. Jetzt. Vegeta 90% zugefügte Schaden, normal, also immer, bis zu 140 dann, 6% Damage Reduction, minus 15, 40 Key Recovery, 40 Key Recovery, Core Speed Level, oh Gott, warte, was war bei Goku, was war bei Goku anders?
Goku war Crit und Damage Sustain Card beim Gegner und Vegeta hat Key Recovery und Quadra Speed. Perma. Und bei Switch in Switch Out war das doch auch nochmal ein Level up, oder? Das heißt, der hat Quadra Speed Level 2, kann das sein? Und das ist gleich. This is in addition to an increase in key recovery and arts card draw speed. Plus, much like Goku, Vegeta will restore own ki and reduce enemy ki when entering the battlefield. The increase to both damage inflicted and arts card draw speed immediately Berlin, lieben Dank für den 3. Monat. Das gab zu geil, Goku und Vegeta. Die sind echt verrückt. Die sind echt verrückt von dem, was sie drauf haben. Definitiv. Hört sich sehr broken an. upon entering the battlefield via tag switch makes this a truly impressive offensive ability. That's not all. Hier. Ja, der hat Double Quadra Speed. Wenn dann, wenn es einen Verbündeten gibt, der down ist, dann zieht er eine Karte zufällig, bekommt Quadra Speed Level 1 für 15 Zeiteinheiten, aber Vegeta selbst hat ja schon Perma, also sind das 2 für 15 Zeiteinheiten quasi. Level 2. If there's a defeated battle member, then you will draw a random card if you have 3 or fewer, and get a boost to arts card draw speed. If a defeated battle member is tag GT or tag Saiyan, then it will have the same activation effects as Goku. Vegeta also has plenty of abilities that will help you in a pinch. For the second unique ability, Vegeta and Goku Ah, der hat auch gegen Schlagangriff. Okay, ich dachte, der hat vielleicht gegen Fern. Der hat auch gegen Schlagangriff einen Konter. are again the same in that they both have special cover changes against strike arts that are comboable into special move arts. Every time Vegeta uses a strike or blast arts card, not only will it inflict enemies with an attribute downgrade that reduces health restoration, but, unique to Vegeta, it will shorten allies' substitution counts. Um 2 für die Verbündeten senkt er einmalig. Nicht While schlecht. Goku's Switch limits to enemy presetten. options by sealing their special move arts, Vegeta's unique ability Schlecht. focuses on putting you in a more advantageous position. When Vegeta's own strike and blast arts hit, you will get a boost to Key key recovery, recovery okay. and your attribute downgrades and abnormal conditions will be cancelled. Another effect that's shared with Goku is inflicting all enemies with no switching Ah, das hat er auch, worüber wir gesprochen haben. and shortening ally substitution counts by 10 when an enemy activates an ultimate or awakening Alter, das Ding ist, das ist ja nicht nur bei Rising Rush, ne, sondern arts or a Ultimate sind finaler Angriff, richtig? Und Awakened sind die lila Karten oder andersrum, halt, je nachdem. rising rush. Das ist richtig gut, Mann. Switch to a character with some excellent defensive abilities when the enemy uses an ultimate or awakening arts or a rising rush to gain the upper hand. Das ist krass. Switch Ability. Let's finish things off with the switch ability. First, it'll tag Jetzt sieht einfach eine blaue Vegeta. Vegeta hat 50%. Achso, nein. Tag Switch to Goku. Sorry, wenn man von Vegeta in Goku rausgeht. So rum jetzt. Egal, ob wer es hat, ob so oder so, der Charakter, sag ich mal. Zieht eine blaue Karte und da hier. Warte mal, 50% Crit? Kakarot hat doch schon so immer 30, oder nicht? Das heißt, der hat 80% Crit Rate. Goku. Was? finish things off with the switch ability. First, it'll tag switch to Goku and reverse your element factors. You'll also draw a special move arts, restore own health and ki, increase own critical rate, and shorten your own substitution counts. Ich habe das schon richtig verstanden, oder? Dass er für 10 Zeiteinheiten 80% Crit Rate hat, Goku. Das habe ich richtig verstanden. Und bei 3 verbleibenden Gegnern ignoriert er auch Super Deckungswechsel, ne? Habe ich richtig verstanden? Mit 140% zugefügter Schaden, ein bisschen Luft nach oben ist auf jeden Fall noch. It'll also allow you to nullify the enemy's special actions that activate when changing cover from a certain Leute, der hat 80% Crit Rate. Und Typenvorteil gegen Gohan Beast.
solange er nicht neutral geht. Aber wenn er neutral geht, egal, 80% Crit Rate. Of timer counts if there are 3 enemy battle members remaining. Like with Goku, tag switching allows you to turn the tide of battle, stop your enemy's special cover changes before they can even activate, and unleash intense combos with reckless abandon. Legends Limited, Super Saiyan 4 Goku and Vegeta have amazing offensive capabilities, including boosts to damage inflicted at the start of battle and when entering the battlefield, as well as multiple increases to Arts card draw speed across their abilities. Plus, with incredible special move arts that can instantly shift the battle in your favor depending on how many cards are destroyed, this character is an amazing attacker. And of course, there are even more effects that any attacker would want, such as endurance 98% mit Pan. nullification and special cover change nullification. Verrückt. I hope you all try to get Legends Limited, Super Saiyan 4 Goku and Vegeta Okay, die Charaktere and test sind out these abilities. krass gestört gut. Goku und Vegeta sind echt verrückt gut, definitiv, Leute. Die sind ja broken wie noch was. Also, viel Glück auf jeden Fall für diejenigen, die bei ihm zusammen werden.